So, hallo. Heute startet jetzt die große Fahrradetappe durch Afghanistan. Und nachdem ich meinem Fanclub so die üblichen Autogramme gegeben habe, habe ich denen auch gesagt, wo es hingeht. Es geht jetzt nämlich nach Bamian, richtig in den Hindukusch rein. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das wird ordentlich bergauf gehen. Aber die Aussicht wird super geil. Ich freue mich da schon drauf. Eigentlich bin ich heute ganz gut losgekommen. Ich habe noch Geld abheben können und die Strecke war ganz angenehm zu fahren und ich hatte mal keinen Gegenwind. Aber die Schlafplatzsuche, die war echt ein bisschen tricky. Ich hatte mir vorgenommen, in der Natur zu schlafen, mal wieder mit dem Zelt, damit ich endlich mal ein bisschen meine Ruhe habe. Aber was man hier nicht so schnell findet, ist seine Ruhe. Da hatte ich erst bei einem Dorf in der Nähe am Fluss einen Platz suchen wollen, aber ich wurde natürlich gleich gesehen und dann kamen sie alle an und ich war wieder das Highlight und so. Es war alles ganz putzig und alles nicht so schlimm. Aber in der Nähe von einem Dorf zu schlafen, ist die denkbar schlechteste Idee, wenn man seine Ruhe haben möchte. So, dann habe ich gesagt, ich suche mir einen anderen Platz, weil ich hatte auch noch genug Zeit. So ein bisschen hin und her, dann kamen zwischendurch die Taliban auch nochmal vorbei und haben nochmal eine Kontrolle gemacht. Auch alles nicht dramatisch. Und dann hatte ich auf der gegenüberliegenden Seite hier von der Straße einen vernünftigen Platz gefunden. Ich war zwar auch nicht alleine, aber das hat sich dann später auch wieder gegeben. Nur habe ich dann mal in den Himmel geguckt und ziemlich dicke Wolken gesehen. Sieht man da auch schon. Und es sah auch so aus, als würde das dann über den Platz rüberziehen. Und dann habe ich meine Sachen wieder zusammengekramt, bin ins nächste Dorf gefahren und habe nach einer Moschee gefragt. Dann gab es auch da hin und her. Dann haben diese Kiddies erst gesagt, nein. Dann bin ich zu einem Erwachsenen gefahren, der so einen kleinen Shop betreibt. Der hat einen Anruf dann getätigt und hat gesagt, ja, ist kein Problem. Dann bin ich mit den Kiddies wieder hierhin. So, dann kam ein älterer Mann vorbei, der die ganze Zeit an so einer Blüte gestüffelt hat. Dann gab es auch mit dem hin und her. So, Ende vom Lied. Ich habe jetzt hier den Klassenraum zur Verfügung gestellt bekommen. Ich kann die Tür abschließen. Ich habe eine schöne Aussicht. Nur leider kein Strom, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Dafür schlafe ich trocken, falls es dann doch mal regnen sollte. Und ich kann auch früh wieder los. Weil mit den Regenfällen muss man hier in Afghanistan wirklich ein bisschen aufpassen. Es ist noch gar nicht so lange her. Es waren jetzt erst ein paar Tage oder 1-2 Wochen. Und da hat es in weiten Teilen des Landes geregnet. Und es hat heftige Überschwemmungen gegeben. Da sind auch viele Leute bei gestorben. Und vor allem, wenn es jetzt so in die Berge reingeht. Auf den Wetterbericht kann man sich da nicht unbedingt verlassen. So, und wenn das Wetter dann doch mal umschwingt und dann sitzt man da in so einem Gewitter drin, das möchte ich hier nicht unbedingt haben. Deswegen ziehe ich diesen Schlafplatz jetzt mal vor. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich irgendwann nochmal in der Natur schlafen kann. Das brauche ich echt mal wieder. Wenn ich hier erzähle, dass man eine Attraktion für die Einheimischen ist, vor allem für die Kinder, dann meine ich das natürlich nicht böse. Aber es hat schon seinen Grund, warum ich das sage. Die finden das total cool, hier den alten Mann an den Fenstern vorbeispazieren zu sehen. Ich bin gerade so ein bisschen angefressen. Aber vielleicht war es auch eigene Naivität. Im Internet hieß es nämlich, in dieser Facebook-Gruppe, wo alle ihre Erfahrungen reinschreiben, dass ich, wenn ich nur durch die Provinzen fahre, keine Genehmigung brauche vom Kultusministerium oder Tourismusministerium, was auch immer. So, jetzt hatte ich heute Morgen schon 2 Taliban-Kontrollen hintereinander innerhalb von einer Viertelstunde.
haben sie mir gesagt, ich soll wieder nach Kabul zurück und diese blöde Genehmigung zu besorgen. Ja, super. Jetzt fahre ich hier mit den netten Leuten wieder nach Kabul zurück, hol diese blöde Genehmigung und lass mich hier wieder hinbringen. Aber ich fahre ungern den gleichen Weg ein zweites Mal. So eine Schafscheiße. Und auf ein neues. Ich habe jetzt nochmal in dem Hotel geschlafen, wo ich vorher auch war. Und habe das Schreiben von dem Tourismusministerium besorgt, dass ich hier auch durch die Provinzen fahren darf. Damit ich dann keine Probleme mehr bekomme. Ja, ärgerliche Geschichte. Aber das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie, Sebastian, da bist du mal wieder nicht so clever gewesen. Weil im Internet, in den Gruppen, wo ich auch gelesen habe, heißt es, wenn man nur durch die Provinzen fährt, braucht man dieses Schreiben nicht. Das gilt aber anscheinend nicht für Fahrradfahrer. So, und ich hatte auf dem Weg gestern doch ein paar Kontrollen durch die Taliban und auch Checkpoints. Und keiner hat irgendwie stunk gemacht. Ja, bis gestern Morgen. So, viel hin und her. Aber ich dachte, ja, kannst du mit denen reden, aber keine Chance. Die waren nicht unfreundlich oder so. Der Einzige, der dann so ein bisschen stinkig wurde, war ich. War auch nicht ganz gut, aber naja, sei es drum. Jetzt werde ich das so machen, ich werde jetzt in die nächste Stadt fahren, nach Maidan Shah. Und dann werde ich da was essen und mir ein Auto organisieren, was mich zumindest so 50, 60, 70 Kilometer die Strecke nach Bamian fährt. Dann habe ich nicht viel Zeit verloren. Kostet natürlich wieder ein bisschen Geld, aber gut. Dummheit wird bestraft. Ist so. Bin jetzt in Maidan Shah angekommen und habe jetzt ein kleines Mittagessen. Und zwar diese frittierten Kartoffeln mit Gemüse. Müsste das sein. Das ist richtig lecker. Tja, ein Auto habe ich nicht gefunden. Ärgerlich. Ich habe zwar ein paar Leute gefragt, aber ich glaube, die haben auch nicht so ganz verstanden, was ich von denen wollte. Naja gut. Im Zweifel fahre ich halt mit dem Fahrrad. Brauche ich zwar einen Tag länger, aber gut, ich habe ja noch genug Zeit. Alles nicht so dramatisch. Wenn man die Strecke schon mal gefahren ist, hat man wenigstens den Vorteil, dass man weiß, wo man sein Nachtlager aufschlagen kann. Und ich glaube, diesmal spielt das Wetter auch ein bisschen mit, dass ich wenigstens mal wirklich draußen schlafen kann. Ich habe da hinten zwar einen schönen Platz gehabt, aber da laufen jetzt so viele Leute rum und jetzt sind da ein paar Jugendliche hin und einer ist dabei, der labert Quatsch. Ich verstehe den zwar nicht, aber der ist ganz schön laut. Deswegen bin ich da jetzt erstmal weg und habe hier so eine schöne kleine Wiese gefunden. Hier werde ich auf jeden Fall bleiben. Ist zwar noch ein bisschen windig, aber das gibt sich heute Abend wieder. Und die Aussicht ist toll. Ah, irgendwie hat das auch was Gutes, dass ich kein Internet hier habe. Und ordentlich Gesellschaft. Ich habe wieder meinen Fanclub hier. Vorhin habe ich erst mal meinen Stuhl zusammenbauen lassen und der pfiffigste von denen, der hat meinen Hut bekommen und meine Sonnenbrille und durfte mal den Allmann spielen. Man kann die ja echt mit so einfachen Sachen beeindrucken. Das ist der Wahnsinn. Nun haben wir vorhin versucht, mal so ein bisschen Baseball zu spielen. Allerdings haben wir einen sehr improvisierten Ball, den ich andauernd kaputt gehauen habe. Naja, jetzt habe ich sie vorhin zum Müll aufsammeln geschickt. Mal gucken, jetzt spielen wir vielleicht noch so ein bisschen Völkerball. Ja, schade, dass sie hier kein Tape haben. Jetzt habe ich meine Wäscheleine geopfert, damit wir hier einen schönen Ball haben, damit sie schön den Allmann abwerfen können.
Die Buddha-Statuen von Bamiyan, die wurden 2001 während der ersten Taliban-Herrschaft von diesen gesprengt. Afghanistan hat eine uralte Geschichte und aufgrund seiner geografischen Lage sagt man auch, dass Afghanistan wie ein Schmelztiegel von Kulturen und Religionen ist. Und das merkt man hier auch. Also die Menschen hier in Bamiyan, die sind anders oder die sehen auch anders aus als zum Beispiel die Menschen in Herat oder Kabul. Überhaupt fühle ich mich hier in diesem Land wie in der Zeit zurückversetzt. Das ist der Wahnsinn. Das Bamiyan-Tal selber ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einer kurzen Mittagssiesta geht es jetzt zum zweiten Highlight hier im Bamiyan-Tal. Ach, wobei, hier ist irgendwie alles ein Highlight. Diese Festung war früher die Hauptstadt Bamiyan. Die Menschen aus den Dörfern sind hierher gekommen, wenn Gefahr drohte. Genghis Khan hat sie denn damals weitestgehend zerstört und alle Leute hier umgebracht. Also Leute, ich habe hier nun schon den einen oder anderen schönen Ort gesehen. Aber dieser hier steht im Ranking ganz weit oben. Wahnsinn, ist das schön. Guten Morgen. Heute werde ich eine Tagestour mit einem Fahrer unternehmen. Und zwar zum ersten Nationalpark Afghanistans, zu dem Band-e-Amir-Seen. Und nachher steigt hier in meinem Gästehaus, wo ich untergebracht bin, noch eine Party. Mal gucken, ob wir rechtzeitig wieder zurück sind. So, wir machen jetzt einen drauf und hören richtig coole afghanische Musik. Ist das ein wahnsinnig schöner Ort hier. Afghanistan hat so tolle Ecken und so tolle Menschen. Ich finde es echt schade, dass es so schlecht gemacht wird. Und schade, dass ich nicht mit dem Fahrrad hier bin. Hier würde sich das Zelten wirklich lohnen. So, heute geht's weiter. Ich warte jetzt noch, bis meine Sachen aufgeladen sind, weil Strom gibt es hier nur, wenn die Sonne scheint oder der Generator abends angeschmissen wird. Und dann werde ich in der Stadt noch ein paar kleine Besorgungen machen und weiter nach Kunduz fahren. Ich weiß jetzt auch, was das für eine Veranstaltung war, die hier gestern stattgefunden hat. Der Gouverneur der Provinz, der hat hier eine Feier veranstaltet. Und als wir gestern dann wiedergekommen sind, waren sie hier gerade am Abräumen. Tja, schade. Wäre ich mal da geblieben, hätte ich mit denen vielleicht mitessen können. Ja.
endlich mal einen gescheiten Platz in der Natur gefunden. Naja, so halbwegs gescheit. Nämlich hier. Da unten ist zwar ein Dorf und ich wurde leider auch schon gesehen, weil einer nämlich von dort hier runtergekommen ist. Aber vielleicht habe ich ja mal ein bisschen Glück und die lassen mich in Ruhe. Weil das erste Mal, wo ich wildzelten wollte, hat das nicht funktioniert. Das wurde mir nicht gestattet. Aber da sage ich im nächsten Video nochmal was zu. Jedenfalls ist das mal ein vernünftiger Platz. Und wenn ich ein bisschen Glück mit dem Wetter habe, kann ich sogar das Zelt weglassen. So, jetzt kann ich endlich den Abend genießen. Es kamen tatsächlich noch Leute vorbei. 2 Männer aus dem Dorf von da hinten und 2 Männer aus dem Dorf von da vorne. Und der eine von da vorne, der konnte sogar sehr gut Englisch, weil er auf eine Schule gegangen ist, die von Deutschland finanziert wurde, und da hat er Englisch gelernt. Der hat mir auch angeboten, dass ich da im Haus schlafen kann. Wenn ich was brauche, dann soll ich Bescheid geben. Ich habe aber gesagt, ich möchte hier campen und endlich mal meine Ruhe haben. Das haben sie auch akzeptiert, war alles kein Problem. Das ist schon Wahnsinn. Die Dörfer hier in den abgelegenen Gegenden, die haben keinen Strom, höchstens über ein Solarpanel, wenn sie denn eins besitzen. Die haben kein fließend Wasser, die Leute sind sehr arm und größtenteils Selbstversorger. Hier ist alles voll mit kleinen Äckern und trotzdem geben sie so viel. Wahnsinn. Also ich muss sagen, auch wenn ich noch nicht viel von Afghanistan gesehen habe und auch noch nicht lange hier bin, es gefällt mir sehr. Die Leute sind sehr gastfreundlich, größtenteils natürlich. Nicht alle, es gibt auch immer mal so ein paar Blödmänner, aber die hat man überall. Aber ich finde es hier echt toll. So, ich hoffe mal, das mit dem Campen ist auch eine gute Idee, weil da ziehen ziemlich dicke Wolken auf. Mal gucken, ob ich trocken bleibe. Und der nette Mann, der hat auch gesagt, hier laufen Wölfe rum. Ich war eher ein bisschen genervt wegen den sehr penetranten Mücken hier. Aber gut, schauen wir mal. So, Lagerfeuerstimmung. Das habe ich so ein bisschen vermisst.